Hallo! Heute zeige ich euch einen Make-up-Look und der ist für mich relativ frühlingshaft, weil er einfach so ein bisschen mehr Farbe enthält, durch den grünen Lidschatten zum Beispiel. Und sonst ist er auch relativ frisch und ziemlich simpel, wie immer eigentlich. Außerdem habe ich viele Produkte benutzt, die ich noch relativ neu habe und noch so ein bisschen am Ausprobieren bin. Und deswegen war es eine ganz gute Gelegenheit, um irgendwie das mal so live in Action auszuprobieren und zu sehen, wie sich die Produkte eben machen. Und bei Make-up beginne ich mit der Foundation und da habe ich einen Pinsel ausprobiert, den ich schon immer mal ausprobieren wollte, und zwar der Perfect Foundation Brush von Shiseido. Das ist dieser kleine Kabuki-Pinsel, der relativ fest gebunden ist. Und als Foundation benutze ich die Sensile Sublime Lift Foundation, die ich euch schon in meinen Favoriten gezeigt habe. Die ist eine sehr, sehr cremige Foundation, die sich echt anfühlt wie eine Creme und auch relativ dick ist. Aber die Deckkraft ist leicht bis mittel, also man kann sie gut aufbauen. Und sie ist auch sehr angenehm auf der Haut und sieht einfach super schön natürlich aus. Und in Kombination mit dem Pinsel, also der Pinsel lässt die Foundation sehr, sehr schön verteilen. Man kommt echt super schnell an alle Stellen und an alle Ecken und besonders an den Augen ist die Größe von dem Pinsel irgendwie sehr, sehr praktisch. Ich muss aber sagen, dass in Kombination die Deckkraft dadurch viel höher ist, als wenn man die Foundation mit den Fingern auftragen würde. Also wer nicht ganz so viel Deckkraft braucht und einfach nur ganz leicht so ein bisschen Foundation auftragen möchte, der benutzt lieber die Finger. Ansonsten fand ich den Pinsel eigentlich ganz schön. Wie gesagt, man kann super schnell damit arbeiten, obwohl er so echt winzig klein ist. Aber ja, ich bin noch unschlüssig, ob ich doch lieber immer meine Finger bevorzuge oder den Beauty Blender, weil wie gesagt, die Deckkraft ist so ein bisschen höher und zu viel Deckkraft brauche ich eigentlich nicht. Als nächstes benutze ich Concealer und da benutze ich ebenfalls von Shiseido den Perfecting Stick Concealer. Das ist, ja, wie der Name sagt, ein Concealer, der in so einer Stiftform daherkommt und auch relativ fest ist. Aber bei diesem finde ich gut, dass der sich ganz leicht zu verteilen lässt, obwohl er halt ein bisschen fester ist und auch einen Ticken mehr Deckkraft hat als meine sonstigen Concealer. Also auch unter den Augen finde ich den eigentlich relativ angenehm. Man muss aber aufpassen, wenn man vielleicht ganz trockene Augenpartien hat, dann ist der vielleicht nicht die ideale Wahl, weil er eher auf der trockenen Seite ist, aber für mich eben nicht zu trocken. Kommen wir nun zu einem Produkt, auf das ich ganz gespannt war, und zwar Maestro Liquid Summer von Giorgio Armani. Das ist ein flüssiger Bronzer. Und wenn ich sage flüssig, dann wirklich flüssig, weil der kommt auch so mit so einer Pipette daher und ist halt wirklich, hat halt eine sehr, sehr dünnflüssige Konsistenz. Und was ich an den schön fand, ist, dass er im Gegensatz zu vielen anderen Bronzern, die eher rötlichere Schimmerpartikel enthalten, goldene Partikel enthält und dadurch eben eher auf der gelblichen bzw. goldenen Seite ist. Und dadurch sieht es auf der Haut einfach super schön natürlich aus, nicht indianermäßig oder sonst irgendwas, sondern so richtig schön, sonnengeküsst ist einfach das ideale Wort dafür. Und diese ganz flüssige Konsistenz ist eigentlich sehr praktisch, weil dadurch lässt es sich einfach super gut verteilen. Man macht nicht zu viel irgendwie auf einer Stelle, sondern es verblendet sich einfach schön. Also müsst ihr einfach mal selber ausprobieren. Ich kann es nicht gut beschreiben. Im nächsten Schritt benutze ich einen Highlighter und da benutze ich von Becca den Shimmering Skin Perfector in der Farbe Pearl. Das ist ein sehr, sehr flüssiger Highlighter, den man eigentlich auch mit der Foundation zusammenmischen kann und dann quasi all over auftragen kann. Ich benutze ihn meistens eigentlich nur punktuell und zwar immer da, wo ich Highlighter auftrage, und zwar auf den Wangenknochen, auf den Wangenrücken, auf den Brauenbogen und auf den Lippenbogen so ein bisschen. Und ja, also es ist ein super schöner Highlighter, der sehr natürlich aussieht, aber trotzdem sehr, sehr sichtbar. Nicht glitzert, sondern eher so schön nass glänzend aussieht. Dann benutze ich eine Lidschattenbasis und da benutze ich eigentlich immer von Urban Decay die Eyeshadow Primer Potion. Das ist eine sehr verlässliche Lidschattenbasis, damit rutscht der Lidschatten nicht und kriegt auch nicht so in die Lidfalte. Und ja, meine Go-To-Lidschattenbasis ist diese hier. Kommen wir nun zum grünen Lidschatten und da habe ich eigentlich echt lange gebraucht, um mich da an grünen Lidschatten heranzutrauen, obwohl ich finde, dass grün zu braun eigentlich sehr, sehr schön aussehen kann. Und da habe ich irgendwann mal von Shiseido diesen grünen Lidschatten bekommen in der Farbe GR 125. Das ist gar nicht mal so ein erschreckendes Grün, also es ist sehr, relativ hell und nicht ganz so auffällig, nicht ganz so in your face. Es ist ein Cremelidschatten und der schimmert auch leicht. Ich trage den ganz einfach mit den Fingern auf, weil ich finde, dass dann am meisten Farbe abgegeben wird statt Glitzer. Also ich finde, mit einem Pinsel kommt ein bisschen mehr Schimmer raus als mit den Fingern. Und der Auftrag selbst ist nicht weiter kompliziert. Also ich packe das einfach aufs gesamte Lid drauf
Und an den äußeren Augenwinkeln gebe ich noch ein bisschen mehr Farbe, dass da so ein bisschen mehr Definition entsteht. Und ich finde das Ergebnis eigentlich sehr schön, weil es ist einfach mal ein bisschen was anderes. Grün sieht man eigentlich gar nicht mal so häufig als Lidschattenfarbe und besonders zu braun finde ich, ist das eine schöne Wahl. Augenbrauen und benutze dafür von Hourglass den Arch Brow Sculpting Pencil, ein alter Favorit von mir. Das ist ein sehr wachsiger Augenbrauenstift in einer bräunlich-gräulichen Farbe, also echt ideal für Leute, die sehr dunkle Haare haben und einfach keinen Rotstich in den Augenbrauen haben möchten. Am anderen Ende von dem Stift ist noch eine kleine Bürste eingebaut, die ganz gut dafür geeignet ist, um einfach so Überschuss ein bisschen abzubürsten. Also wenn man sich einfach ein bisschen zu dicke, fette Augenbrauen gemalt hat. Ja, und dann passiert mit den Augen eigentlich nicht viel weiter, außer noch Mascara aufzutragen. Und da benutze ich einen, den ich schon sehr, sehr lange benutze und das sieht man den auch an. Also da kann man fast gar nicht mehr die Schrift erkennen. Jedenfalls ist das ein Mascara von Sensile. Diese Wimperntusche gibt meinen Wimpern super schön Volumen und verlängert die Wimpern und fächert die super schön auf, sodass sie so, ja, fast schon manchmal wie falsche Wimpern aussehen, aber es sind echte Wimpern. Im letzten Schritt geht es um die Lippenfarbe und da habe ich zwei Varianten. Als erstes die Variante, die ich schon die ganze Zeit im Video trage, und zwar den pfirsichfarbenen Lipgloss von Dior in der Farbe Victoire. Das ist ein sehr angenehmer Lipgloss, also er klebt nicht und die Farbe ist einfach super schön frühlingshaft, sehr frisch und nicht zu knallig, aber doch irgendwie, ja, farbenfroh. Und als zweite Variante habe ich da eine noch knalligere Variante, und zwar von Urban Decay aus der Sheer Revolution Reihe, die Farbe Slow Burn. Und das sind Lippenstifte, die sheer sein sollen, aber gleichzeitig auch farbintensiv, was vielleicht so ein bisschen widersprüchlich klingen mag. Die sind jedenfalls wirklich sehr farbintensiv, also die Farbe wird super schnell abgegeben, man hat sofort knallige Lippen. Aber das Sheer kommt vielleicht eher beim Finish raus, also es ist sehr glossy. Es ist halt irgendwie, als ob man einen Lipgloss und einen Lippenstift zusammengemixt hat und das ist dabei rausgekommen. Jedenfalls ist es ein idealer Lippenstift für den Frühling, weil es einfach super schön knallig ist, sehr farbenfroh, aber gleichzeitig irgendwie dieses ganz juicige, saftige hat irgendwie. Und das war es auch schon mit meinem Make-up-Look. Ich hoffe, er hat euch gefallen und vielleicht tastet ihr euch auch an grünem Lidschatten heran. Und sagt ihr mir mal, welche Lippenfarbe ihr schöner findet, die erste Variante oder die zweite Variante. Und dann war es das jetzt von meiner Seite und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!